Das Eulengebirge im heutigen Polen. Um kaum einen anderen Ort ranken sich so viele Mythen und Legenden. An diesem Ort soll das Dritte Reich ein gigantisches und streng geheimes Bauvorhaben geplant und durchgeführt haben. Riesig soll es sein und es soll sich tief unter der Erde befinden. Hier soll das Dritte Reich seinem Führer im totalen Krieg ein neues und uneinnehmbares Hauptquartier errichtet haben. Auch der Goldzug fuhr auf seiner letzten Fahrt durch das Eulengebirge und bei Waldenburg hat sich seine Spur verloren. Seitdem ist in dieser Region ein regelrechtes Goldfieber ausgebrochen. Internationale Schatzsucher reisten nach Polen, um nach dem Zug zu suchen. Auch polnische Behörden bestätigten einen möglichen Standort des Zuges. Seitdem wird diese Region mit immer neuen Geschichten überschattet. Doch ein Ort ist noch viel sagenumwobener. Die ehemaligen Werke der Dynamit Nobel AG, besser bekannt unter dem Namen Mölnke-Werke. Dieses Werk befindet sich in Ludwigsdorf, dem heutigen Ludwikowice. Ein Stahlbetonskelett hat den Krieg überdauert und sorgt auch lange nach Kriegsende für Aufsehen. An diesem Bauwerk gehen die Meinungen vieler Experten auseinander. Eine Theorie besagt, dass es sich um ein Fundament eines Kühlturms handelt. Eine andere Theorie geht zu den legendären Reißflugscheiben und zu dem Antigravitationsantrieb, ein Fluggerät namens die Glocke. Doch viel interessanter als dieses Bauwerk ist ein darunterliegendes Stollensystem, die Wenzelausgrube. Nach Abzug der deutschen Truppen wurde dieses Bergwerk geflutet aufgrund der Abschaltung von Pumpen. Bis heute weiß niemand, wie tief dieses Bergwerk ist, wie viele Sohlen es dort gibt. Laut Aussagen von Zeitzeugen soll es über 600 Meter tief sein. Hier soll an streng geheimen, neuartigen Waffensystemen geforscht worden sein. Hat in diesem Bergwerk wirklich eine revolutionäre Entwicklung von Waffensystemen, die ihrer Zeit um Jahrzehnte voraus gewesen sein sollen, stattgefunden? Hat hier, tief unter der Erde von Ludwigsdorf, die Geschichte der Unidentified Aerial Phenomena, kurz UAP, begonnen? Die Spurensuche beginnt. Das Schönste, was wir erleben können, ist das Geheimnisvolle. Es ist das Grundgefühl, das an der Wiege von wahrer Kunst und Wissenschaft steht. Wer es nicht kennt und sich nicht mehr wundern, nicht mehr staunen kann, der ist sozusagen tot und seine Augen erloschen. Das Erlebnis des Geheimnisvollen, wenn auch mit Furcht gemischt, hat auch die Religion gezeugt. Albert Einstein. Eine mögliche Theorie zu den Geschehnissen im Eulengebirge folgt mir auf die Spurensuche der letzten Geheimnisse des Dritten Reiches und seinen Wunderwaffen. Diese mögliche und spannende Theorie mit wissenschaftlich belegbaren Fakten und Dokumenten wird in der Ich-Form des Autors wiedergegeben. Die nachfolgenden Aussagen stammen von Überlieferungen und Recherchen von Experten und Wissenschaftlern, Zeitzeugen und Geheimnisträgern. Kapitel Kriegsentscheidend. Das ultrageheime Projekt Die Glocke. Phase 1. Eine unglaubliche Geschichte. Die Geschichte nahm im August 1997 ihren Lauf. Ich bekam Besuch von jemandem, der sich gut, sogar sehr gut, mit den verschiedenen Aspekten des Zweiten Weltkrieges auskennt. Da er mich darum bat, seinen Namen nicht anzugeben, nenne ich ihn den anonymen Historiker. Seinerzeit, in den 1980er Jahren, hatte er Zugang zu vielen interessanten Dokumenten mit nachrichtendienstlichem Charakter, die das Dritte Reich betraf. Er kam mit ihnen in Berührung, als er die Akten der sogenannten militärischen Spezialdienststelle des Landesnationalrates beim Büro des Präsidenten Bierut analysierte. Bei unserem ersten Treffen im Sommer 1997 stellte er mir einfach einige Fragen. Er war gespannt, ob ich ihm helfen konnte, einige ungeklärte Fragen zu lösen. Er fragte mich unter anderem, ob ich irgendwann mit einem durch die Deutschen entwickelten Gerät in Berührung gekommen war, das den Decknamen Glocke trug, und malte eine Skizze. Auf einem runden Gestell stand eine Art zylinderförmige Glocke mit einer halbkreisförmigen Abdeckung, die oben mit einem Haken oder irgendeiner Befestigung versehen war. Diese Glocke soll aus einem keramischen Material bestanden haben, das an Hochspannungsisolatoren erinnerte. Im Inneren befanden sich 2 Trommelzylinder aus Metall. Diese Beschreibung sagte mir überhaupt nichts. Erstens war ich vom Wissensniveau meines Gesprächspartners beeindruckt. Er war kein Amateur, der über den Wolken schwebte. Dessen war ich mir sicher. Zweitens beschrieb er die gerade fabelhafte Wirkung dieses Geräts,
die bei mir Assoziation zur Schlüsselsequenz des Filmes Jäger des verlorenen Schatzes von Spielberg weckten und bezeichnete sie als absolut schockierend. Er tat dies mit aufrichtiger Überzeugung, die bei mir echtes Unbehagen hervorrief. Ich konnte darüber nicht zur Tagesordnung übergehen, war innerlich überzeugt, dass es sich dabei um keine Mystifizierung handelte. Damals wusste ich es noch nicht, aber damit war die Saat gesät. Drittens stellte ich mir geradezu entwaffnende, jedoch nur scheinbar banale Frage: Könnte ich mit reinem Gewissen bejahen, dass die V1 oder V2 tatsächlich die berüchtigte Wunderwaffe war, wie es so oft behauptet wird? Während ich irgendwelchen deutschen Dokumenten auf die Information gestoßen, was diese Wunderwaffe eigentlich war. Er stellte fest, dass es sich doch nicht um die V1 oder V2 handeln konnte, da erstens diese Waffe vom militärischen Standpunkt betrachtet wenig wirkungsvoll waren, also neben keine Wunder wirkten. Und zweitens der Begriff Wunderwaffe erst zu seiner Zeit aufkam, als die V-Waffen bereits zum Kampfeinsatz gekommen waren. Das war tatsächlich frappierend. Daraufhin überblätterte ich unter diesem Gesichtspunkt verschiedene Quellen in meinen Bibliotheken. Es sah wirklich so aus, als ob es sich solch eine ungewöhnliche Waffe gegeben hätte, die bis heute praktisch unbekannt ist. Soweit ich mich erinnern konnte, sprach die Goebbels-Propaganda noch nach den Luftangriffen auf Dresden im Februar 1945 von einer Wunderwaffe. Goebbels sprach darüber in einer Rede, die er nach der Bombardierung hielt. In der Biografie des Propagandisten fand ich zum Beispiel den folgenden Satz über Goebbels Frau. Magda sagte ihre Schwägerin, dass Josef eine neue Waffe gesehen habe, die so fantastisch sei, dass sie mit Sicherheit den wundervollen Sieg bringen würde, so wie es Hitler den Deutschen versprochen hatte. Dieser Satz soll um Weihnachten 1944 gefallen sein. Die Rede war also von etwas, das Ende diesen Jahres real existierte und einen fantastischen Eindruck alleine durch sein Aussehen hinterließ. Es musste sich also um etwas ganz anderes als die bisher bekannten Waffen handeln. Später fand ich in dem aus dem amerikanischen NARA Archive in College Park bei Washington mitgebrachte Dokumente, unter anderem einen Bericht über das Verhör eines Angehörigen der Kommandoeinheit von Otto Skorzeny. Es handelte sich dabei um seinen Adjutanten, SS-Sturmbannführer Karl Radl, der gleichzeitig Leiter des Referats V1 S2 im Reichssicherheitshauptamt war. Radl sagte, Skorzeny hätte ab Anfang 1944 eigentlich keine Zeit mehr gehabt, Sabotageakte hinter den feindlichen Linien durchzuführen, da er einer Wunderwaffe begegnet sei und dadurch von der Idee des damit verbundenen Sonderkampf so weit ergriffen wäre, dass er ihn als die einzige sichere Methode betrachtete, den Krieg zu gewinnen. Alles andere sei in den Hintergrund getreten. Die Sache kam nach dem Krieg erneut auf. Skorzeny begab sich nach Spanien und nahm seine Geheimnisse mit. Die spanische und gleich danach die amerikanische Presse berichteten über Versuche, das Geheimnis der Superwaffe zu verkaufen. Die in diesen Meldungen enthaltenen Feststellungen sind schockierend, um ihn ohne weiteren Glauben schenken zu können, obwohl sie in normalen Zeitungen und nicht in der sensationsgierigen Boulevardpresse erschienen. Soweit mir bekannt ist, beschäftigte sich die amerikanische Presse zum ersten Mal im November 1947 mit dem Wesen der Wunderwaffe. Aus dem entsprechenden Vermerk geht hervor, dass der Artikel aufgrund von Agenturinformationen verfasst wurde. Der Zeitungsbericht besagt unter anderem, dass es sich um irgendein ungewöhnliches Flugobjekt mit elektromagnetischem Antrieb gehandelt haben soll, das gleichzeitig für eine ganze Reihe Beobachtungen von fliegenden Untertassen über Nordamerika in diesem Sommer verantwortlich war. Tatsächlich, wenn das wahr wäre, würde es im Übrigen bedeuten, dass die Technologie schon verkauft worden war. 1,5 Jahre später veröffentlichte die Presse eine noch seltsamere Information. Die US Air Force weiß nicht, was die fliegenden Untertassen sind und woher sie kommen. Es handelt sich um neue Flugmaschinen aus Spanien, deren Flugprinzip auf einem Kreisel beruht und die von deutschen Wissenschaftlern und Technikern gebaut wurde, die aus Deutschland geflohen waren. Auch wenn wir hier nicht weiter auf die Informationen über fliegende Untertassen eingehen wollen, ergibt sich doch aus den Pressemeldungen der 1940er Jahre, dass der Begriff Wunderwaffe durchaus nicht eindeutig der V1 oder V2 zugeschrieben werden konnte.
Meine Überlegung zu diesem Thema, hervorgerufen durch eine banale Frage, führte mich zu diesem vorläufigen Schluss, dass etwas, was einen so fantastischen Eindruck auf Goebbels und Skorzeny gemacht hatte, wirklich unheimlich sein müsste und dass die Wunderwaffe immer noch ein unbekanntes Kapitel in der Geschichtsschreibung ist. Deshalb arrangierte ich weitere Treffen mit meinem Informanten und versuchte, über das geheimnisvolle Konzept etwas mehr zu erfahren. Wo und durch wen es verwirklicht wurde, woher die Information kam und ähnliche Dinge. Aus diesen Begegnungen ergab sich das folgende Bild. Die geheimnisvolle Glocke sah auf den ersten Blick relativ simpel aus, obwohl ihre ungewöhnliche Wirkungsweise dazu im Widerspruch stand. Die Beschreibung war zwar vollständig und unwissenschaftlich, da sie von Militärpersonal stammte, das keinen Zugang zu den vollständigen Daten hatte, beinhaltete aber doch dennoch viele wertvolle Details. Der grundlegende Teil der Glocke bestand demnach aus zwei massiven Trommelzylindern mit einem Durchmesser von etwa 1 Meter, die während des Versuchs mit enormer Geschwindigkeit in entgegengesetzter Richtung rotieren. Die Trommeln waren aus einem silberfarbigen Metall gefertigt und drehten sich um die gemeinsame Achse. Sie bestand aus einem ziemlich ungewöhnlichen Kern mit einem Durchmesser von etwa 10 bis 20 cm, dessen unteres Ende am massiven Gestell der Glocke befestigt und aus einem schweren, harten Metall gefertigt war. Vor jedem Versuch wurde in seinem Inneren ein länglicher Keramikbehälter platziert, der als Thermogefäß bezeichnet wurde, dessen Wände mit einer etwa 3 cm dicken Bleischicht bedeckt waren. Er hätte eine Länge von etwa 1 bis 1,5 Metern und war mit einer seltsamen metallischen Substanz von goldvioletter Schattierung ausgefüllt, die bei Zimmertemperatur die Konsistenz einer leicht erstarrten, geleeartigen Masse besaß. Aus den vorgelegten Informationen ging hervor, dass die Substanzen den Decknamen IRR Serum 525 trug und sich unter anderem aus Thorium und Berylliumoxid zusammensetzte. In der Dokumentation tauchte auch der Name Seron auf. Es handelt sich dabei um irgendein Quecksilberamalgam, was wahrscheinlich verschiedene schwere Isotope enthielt. Auch im Inneren der rotierenden Zylinder befand sich Quecksilber. In dessen Fall in Reinform vor jedem Versuch wurde das Quecksilber intensiv gekühlt, was womöglich auch während der Experiment erfolgte. Da auch Informationen über die Verwendung großer Mengen flüssiger Gase, Stickstoff und Sauerstoff, vorliegen, kann möglicherweise davon ausgegangen werden, dass sie eben zu diesem Zweck als Kühlmittel eingesetzt wurden. Das Ganze, das heißt der Zylinder und der Kern, wurde durch den bereits erwähnten Keramikmantel verdeckt, der die Form einer Glocke besaß. Er war oben abgerundet und durch eine Art Haken oder Befestigung abgeschlossen. Das ganze Gerät hatte einen Durchmesser von etwa 1,5 Metern und war etwa 2,5 Meter hoch. Zum Deckel der Glocke führte ein sehr dickes elektronisches Kabel. Unten hingegen befand sich ein rundes, sehr massives, aus schwerem Metall gefertigtes Sockelgestell, dessen Durchmesser etwas größer war als der Durchmesser des Keramikgehäuses. Das ist im Grunde genommen alles, was ich während der erwähnten Gespräche über die Konstruktion des Gerätes in Erfahrung bringen konnte. Es war jedoch vollkommen ausreichend, um feststellen zu können, dass diese Beschreibung zu keiner der uns bekannten Waffenart passt, die im Dritten Reich entwickelt wurden. Mein Gesprächspartner betonte im Übrigen, dass in Bezug auf dieses Gerät kein einziges Mal die Bezeichnung Waffe gefallen wäre. Es handelte sich um ein Element vom etwas Größeren. Die Glocke selbst war keine Waffe, trotzdem des sehr schädlichen Einflusses, den sie auf die Umgebung ausübte. Über den Verlauf der Versuche sind deutlich mehr Informationen übrig geblieben als über die Konstruktion des Gerätes selbst. Alle Versuche wurden von einer speziell vorbereiteten Kammer durchgeführt, die die Form eines Beckens hatte und sich meistens unter der Erde befand. Ihre Oberfläche war mit Keramikkacheln und ihr Boden zusätzlich mit schweren Gummimatten ausgelegt, die nach jedem Versuch vernichtet wurden. Die Kacheln wurden gewaschen und mit einer rosafarbenen Flüssigkeit desinfiziert, die einer Salzlake ähnelte. Bei Versuchen, die 1945 in den Kammern eines stillgelegten Bergwerkes durchgeführt worden waren, wurde eine solche Kammer immer nach 2 bis 3 Experimenten zugeschüttet. Eine der Personen, die Informationen aus erster Hand lieferte, gab außerdem zu Protokoll, dass es ein spezielles Set zur Durchführung der Versuche in offenem Gelände gab, das auf 3 mit großen roten Kreuzungen gekennzeichneten Eisenbahnwaggons Platz fand und vor allem aus der Stromversorgungslage bestand, die an einem vorhandenen Hochspannungsleitung angeschlossen wurde.
Bei dieser Person handelt es sich um einen gewissen Joachim Ibrom, ein Mitarbeiter der Deutschen Reichsbahn im Verwaltungsbezirk Opole, Oppeln. Diese Waggons wurden später aus dem Bestand der Bahndirektion in Opole gestrichen, formell aufgrund eines Luftangriffes. Sie wurden mit Flammenwerfern verbrannt und die übrig gebliebenen Metallteile wurden mit Acetylenbrennern zerschnitten und im Gelände verstreut. Ein solches Vorgehen ist zweifellos ungewöhnlich. Später sollte mich jedoch davon überzeugen, dass alle Informationen, zu denen es mir allmählich im Rahmen meiner privaten Ermittlungen vorzudringen gelang, absolut präsenzlos waren. Sie stellten nicht nur etwas Neues dar, sondern lieferten aufgrund einer Reihe von aufgedeckten Fakten ein grundsätzlich anderes Bild, das sich von allen bisher erschienenen Arbeiten über deutsche Forschung aus dem Zweiten Weltkrieg unterschied. Mein oben erwähnter Informant betonte mit Nachdruck, dass es sich um ein Konzept handelte, das einer ganz besonderen Sicherheitsstufe unterlag. Es sei das geheimste Forschungsprojekt des Dritten Reiches gewesen. Deshalb ist es wohl verständlich, dass es lohnenswert schien, diese Behauptung auf den Grund zu gehen, ohne Rücksicht auf mögliche Schwierigkeiten. Kehren wir jedoch zunächst zu der Beschreibung der erwähnten Versuche zurück. Zunächst wurde die Glocke samt der großen Stromversorgungsanlage vorbereitet. Auf einem Spezialgestell wurde in der Versuchskammer ein ganzes Set von Fotoapparaten, Kameras und womöglich auch irgendwelchen Messgeräten aufgestellt. In der Nähe wurden außerdem einige Proben der Objekte aufgestellt, an denen der Einfluss der ausgestrahlten Energie getestet wurde. Es handelte sich dabei um tierische Organismen, lebende Eidechsen, Ratten, Frösche, Insekten, Schnecken und wahrscheinlich auch Menschen. Häftlinge des Konzentrationslagers Großrosen. Pflanzen, Moosefahne, Schachtelhalme, Pilze, Schimmelpilze und eine ganze Reihe organischer Substanzen wie zum Beispiel Hühnereiweiß, Blut, Fleisch, Milch und flüssige Fette. Diese Vorbereitungen wurden natürlich durch Wissenschaftler und Techniker, deren Namen zum Glück bekannt sind, davon später mehr, sowie durch einen Trupp Häftlinge aus dem Konzentrationslager Großrosen getroffen, der für diese Aufgabe abkommandiert worden war. Es bestand aus bis zu 100 Personen und trug den Decknamen RWS-1. Vor dem Experiment wurde das gesamte Personal auf eine Entfernung von 150 bis 200 Metern gebracht, wobei zusätzlich Gummischutzanzüge und Helme getragen wurden, die sich durch große rote Schutzscheiben auszeichneten. Danach wurden die Trommeln in der Glocke in Schwung gebracht, was eine gewisse Zeit in Anspruch nahm. Nachdem die erforderliche Geschwindigkeit erreicht worden war, begann der eigentliche Versuch, wobei in den Berichten betont wird, dass das Gerät mit Strom von sehr großer Spannung und Stärke gespeist wurde. Das war womöglich der Grund, warum das Gerät eine leistungsfähige Kühlung benötigte. Diese Phase dauerte mehrere Dutzend Sekunden bis etwa 1,5 Minuten. Die Glocke offenbarte ihre Wirkung durch kurzfristige und langfristige Effekte, womöglich auch solche, von denen wir heute nichts wissen. Die ersteren waren sofort nach dem Einschalten der Stromversorgung spürbar. Ein Geräusch, das sehr stark an Bienen erinnerte, die in einer Flasche eingeschlossen sind. Aus diesem Grund wurde die Glocke inoffiziell auch als Bienenstock bezeichnet. Und eine Reihe elektromagnetischer Effekte, zu denen Überspannungen in umliegende 220-Volt-Netze zählten, die bei unterirdischen Versuchen in einer Entfernung von über 100 Metern beobachtet werden konnten. Knallende Glühbirnen. Ein bläuliches Leuchten um die Glocke, das offensichtlich die Folge ionisierter Strahlung war, sowie sehr starke Magnetfelder. Dazu kamen die von den Versuchsteilnehmern empfundenen Funktionsstörungen des Nervensystems, wie Kribbelgefühl, Kopfschmerzen und ein metallischer Geschmack im Mund. Nach gewisser Zeit traten auch langfristige Effekte auf. Zunächst litten manche Mitarbeiter an Schlaf-, Gleichgewichts- und Gedächtnisstörungen sowie Muskelkrämpfen. Außerdem kam es zu mannigfaltigen Geschwürbildungen. Später gelang es den Deutschen, solche nachhaltigen Wirkungen radikal einzuschränken. Im Falle der oben erwähnten Organismen und Substanzen, die den Test in der Versuchskammer selbst ausgesetzt waren, konnten die schockierendsten und anfangs völlig unerklärlichen Phänomene beobachtet werden. Es kam dabei zu verschiedenen Defekten, wobei die Zerstörung der Zellstruktur und die Gelierung und Entmischung von Flüssigkeiten, unter anderem von Blut, in deutlich abgetrennte Bereiche im Vordergrund standen. Aus den mir zugänglichen Informationen geht hervor, dass in der ersten Versuchsphase Mai bis Juni 1944 solche Nebeneffekte bei 5 von 7 beteiligten Wissenschaftlern zum Tode führten.
Daraufhin wurde das erste Forschungsteam vollständig aufgelöst. Die erstaunlichsten Veränderungen waren bei den Grünpflanzen zu beobachten. In der ersten Phase, die etwa die ersten 5 Stunden nach Versuchsende umfasste, kam es zu ihrer Erbleichung oder Ergrauung, was den chemischen Zerfall der Schwund von Chlorophyll suggerierte. Erstaunlich war, dass eine solche Pflanze danach etwa eine Woche lang scheinbar normal weiter wachsen konnte. Dann kam es relativ rasch, beinahe schlagartig, innerhalb von 8 bis 14 Stunden, zu ihrem Zerfall zu einer schmierigen Substanz mit der Konsistenz von ranzigem Fett, das Masut ähnelte und das die gesamte Pflanze umschloss. Diesem Zerfall fehlten jegliche Eigenschaften einer bakteriellen Zersetzung, unter anderem war er geruchlos. Außerdem erfolgte er dafür viel zu schnell und erweckte den Anschein der Auflösung jeglicher Strukturen. Zur gleichen Zeit konnte man bei den flüssigen organischen Substanzen die Bildung von nicht näher bestimmbaren kristallinen Formen beobachten, beziehungsweise von etwas, das solche Formen ähnelte. Diese Änderungen betrafen damals die Mehrheit aller Proben. Um den 10. Januar 1945 gelang es auf eine nicht näher bekannte Weise, die Anzahl der beschädigten Proben auf etwa 12 bis 15% zu verringern. Am 25. März wurde ein weiterer deutlicher Rückgang dieser Zahl auf 2 bis 3% verzeichnet. Außerdem wurde noch ein weiterer Nebeneffekt beobachtet. Nach einer bestimmten Anzahl von Experimenten wurde festgestellt, dass sich auf dem Metallfundament der Glocke geheimnisvolle Gasblasen gebildet hatten. Ich bin mir der Tatsache bewusst, dass solche Informationen ohne jegliche Interpretation einen unverständlichen und sinnlosen, wenn nicht sogar unwissenschaftlichen Eindruck machen. Das ist jedoch nicht der Fall. Dank der emsigen Arbeit von mir und vielen Spezialisten ist es schließlich gelungen, sie zu einem zusammenhängenden und verständlichen Ganzen zu verknüpfen und viele Fakten zu dokumentieren. Vorläufig bin ich jedoch gezwungen, diese Informationen in einer Form darzustellen, in der sie zum Ausgangspunkt für die weitere Suche wurden. An diesem Ausgangspunkt standen mir auch verhältnismäßig reichhaltige Informationen zu den organisatorischen Aspekten des gesamten Projektes und gewisse theoretische Grundlagen zur Verfügung. Ich beginne mit den 2 Punkten, da er direkter mit dem oben erwähnten Phänomen verknüpft ist. Diese theoretischen Grundlagen bestehen lediglich aus einer Reihe wissenschaftlicher Bezeichnungen, die am häufigsten in Verbindung mit den verschiedenen Aspekten der Wirkungsweise des beschriebenen Gerätes genannt wurden. Auch sie waren anfangs ziemlich geheimnisvoll. Und zwar derart, dass es niemandem vor mir gelang, sie zueinander in Verbindung zu setzen oder konkreten aktuellen Arbeiten zuzuschreiben. Solche Versuche wurden nämlich unternommen. Dies betrifft zumindest den Aspekt der Analysen, über den ich informiert bin. 2 Begriffe wurden offensichtlich für elementar betrachtet: Wirbelkompression und Magnetfeldtrennung. Klingt das bekannt? Im Zusammenhang mit einer Person tauchte die Frage der Simulation Vibrationsdämpfungen in Richtung des Mittelpunktes kugelförmiger Objekte auf. Es handelte sich hierbei um Dr. Elisabeth Adler, eine Mathematikerin der Universität in Königsberg. Dieser Name tauchte nur einmal auf. Beim Einfluss der Glocke auf lebende Organismen kam hingegen der Begriff Ambrosismus auf. Der Begriff wurde womöglich zu Ehren eines der Wissenschaftler erfunden, der zwar kein Mitglied des wissenschaftlichen Teams war, aber mit dem Gesamtprojekt in gewissem Sinne in Verbindung stand. Es handelte sich dabei um Dr. Otto Ambros, der damals Leiter des sogenannten S-Komitees war, das in Speers Reichsministerium für Bewaffnung und Munition für die Vorbereitung des chemischen Kriegs verantwortlich war. Es handelt sich dabei um einen Vermerk über ein Verfahren zur Umwandlung von Quecksilber in Gold. Ich ließ das außer Acht, da ich zu dem Schluss kam, dass unabhängig davon, was im Inneren der Glocke vonstatten ging, ein solches Verfahren von ökonomischem Standpunkt aus unrentabel und damit zweitrangig wäre, weshalb es nicht mit der Wirkungsweise dieser Erfindung zu tun haben konnte. Die erste Schlussfolgerung stellte sich tatsächlich als richtig heraus, die zweite jedoch nicht. Das erwähnte Phänomen kann nämlich nur unter ganz bestimmten Bedingungen auftreten, weshalb die Berücksichtigung einer solchen oder ähnlichen Information es ermöglicht, viele fehlerhafte Erklärungen auszuschließen. Die erste Skizze der Glocke, die ich zu sehen bekam, machte den Eindruck einer verblüffend simplen Konstruktion, obwohl sich das Ganze schließlich als sehr komplex und technisch raffiniert herausstellen sollte. Wir kommen noch auf diese technischen Aspekte zurück. Beschäftigen wir uns jedoch zunächst mit den organisatorischen und personellen Fragen. Das ganze Forschungsprojekt wurde im Jahre 1942 unter dem Decknamen Thor ins Leben gerufen und behielt diese Bezeichnung bis August 1943. Danach wurde es umbenannt
oder eher in zwei Unterprojekte aufgeteilt. Der Begriff Tor wurde durch den Decknamen Kronos und Laternenträger ersetzt. Beide bezogen sich auf die Glocke. Das Projekt wurde jedoch in einen physikwissenschaftlichen und einen medizinischen-biologischen Teil unterteilt. Es ist ungewiss, welcher Deckname welchem Aspekt der Arbeiten entsprach. Die Aufsicht über alle Arbeiten hatte die SS, wenngleich es eher untypisch war, ein solches Projekt innerhalb der Organisationsstruktur der SS durchzuführen. Insgesamt betrachtet wurde dadurch die Geheimhaltung der Angelegenheit wesentlich erleichtert, unter anderem deswegen, weil die SS de facto ein Wirtschaftsimperium war und dadurch sowohl Arbeitskräfte als auch die Finanzierung eigenmächtig gewährleisten konnte, ohne andere Institutionen vollständigen Daten zur Verfügung zu stellen. Auf eine sehr ähnliche Weise werden auch heute schwarze Rüstungsprojekte verwirklicht, unter anderem in den USA. Andererseits ermöglichte die Führungsrolle der SS aber auch eine flächendeckende Spezialprozedur zum Geheimschutz. Sie bot zum Beispiel die Möglichkeit, Orte, an denen die Arbeiten stattfanden, durch 2 oder 3 Ringe von Soldaten zu schützen, die nach speziellen Kriterien ausgewählt wurden. Auf der anderen Seite war es dadurch auch möglich, ohne Zögern alle Personen zu liquidieren, die etwas wussten, jedoch nicht mehr gebraucht wurden. Das galt sogar für Deutsche, wenn der Stellenwert des jeweiligen Projektes es begründete. Auf diese Weise wurden ebenfalls versucht, auch das Geheimnis des Projektes Kronos Laternenträger bis zum Schluss zu wahren. In den letzten Tagen des Aprils 1945 wurde ein Konvoi gebildet, der sich aus Mitgliedern der deutschen Kader-, Mittlerer- und gehobener Dienst sowie den Resten des Häftlingstrupp RBS 1 zusammensetzte und insgesamt 62 Personen umfasste. Aufgrund der Gefahr, dass er in die Hände des Feindes geraten könnte, wurde der Befehl erteilt, diese Personen zu liquidieren, was am 28. April in der unterirdischen Waffenfabrik im Patak Neißenbrücke bei Görlitz erfolgte. Auf den Durchführungsort der Arbeiten wird noch später eingegangen. Kehren wir zuerst zu den organisatorischen Fragen zurück. Das gesamte Projekt wurde durch eine Spezialstelle koordiniert, die mit dem SS-Bewaffnungsamt zusammenarbeitete, welche der Waffen-SS unterstellt war. Sie trug die Bezeichnung FEP, Forschung, Entwicklung, Patente. Leiter der FEP war ein gewisser Admiral Rhein. Das beschriebene Projekt wurde hingegen von dem ziemlich geheimnisvollen SS-Obergruppenführer Emil Matsu, Armeegeneral, koordiniert. Warum geheimnisvoll? Alleine schon deswegen, weil praktisch nichts über ihn bekannt ist, obwohl er einen der höchsten SS-Generalränge besaß. 1999 stieß ich in den Vereinigten Staaten auf seine persönliche Akte, wodurch er aber in meinen Augen zu einer noch rätselhafteren Gestalt wurde. Sowohl aus dem Personalfragebogen als auch dem Dienstverlauf ging eindeutig hervor, dass Matsu zur Spitze der SS-Elite zählte. Am 20. April 1942 wurde er zum SS-Obergruppenführer ernannt, besaß also den zurzeit höchstmöglichen SS-Militärdienstgrad, den 4 Personen erhielten. Er wurde mit dem Ehrendegen des RFSS ausgezeichnet und bekam den SS-Totenkopfring. Solche Ringe wurden durch Himmler für besondere Verdienste für die Organisation vergeben. Ihre Träger zählten zu den höchsten Kasten der SS-Männer und hatten Zugang zu den größten Geheimnissen. Jeder Ring war von Himmler namentlich signiert. Im Todesfall seines Trägers musste er zurückgegeben werden und wurde dann als eine Art Reliquie in einem mystischen Sanktuarium der SS auf der Burg Vogelsang zur Schau gestellt. Massow erhielt ihn bereits im Jahre 1936. Er war also einer der grauen Eminenzen des Dritten Reiches und bleibt bis heute fast unbekannt. 1936 nahm er an einer geheimnisvollen, durch den Mystiker Himmlers organisierten Expedition nach Island teil, um nach den reinsten Überresten der ursprünglichen arischen Rasse zu suchen. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass er zum inneren Kreis des Reichsführers SS zählte. Ähnlich den Rittern von König Arthur vereinigte dieser Zirkel die 12 treuesten Obergruppenführer, die regelmäßig streng geheimen Sitzungen in der als Walhall bezeichneten Krypta auf der Wewelsburg abhielten. Am ungewöhnlichsten war jedoch die Tatsache, dass Massow trotz einer solch hohen Stellung nicht nur eine Militärakademie abschloss, sondern seine Schulbildung nach der 1. Klasse der Volksschule abbrach. Im abgedruckten Personalfragebogen ist das sehr klar nachzulesen. Massow verstarb erst 1987. Es ist mir jedoch nie gelungen, Protokolle von seinen Verhören zu finden. Am meisten war ich jedoch an der wissenschaftlichen Seite des Unterfangens interessiert. Professor Walter Gerlach war für den physikwissenschaftlichen Aspekt des Projektes verantwortlich. Anfangs wusste ich lediglich, dass er zu den herausragendsten Wissenschaftlern des Dritten Reiches zählte.
Bald sollte sich herausstellen, dass auch er eine Art grauer Eminenz war. Nachdem mir mein Informant entsprechende Informationen zur Verfügung gestellt hatte, versuchte ich einfach, über Gerlachs wissenschaftliche Arbeit aus der Kriegszeit irgendetwas herauszufinden. Wie sich herausstellte, waren diese Angaben so spärlich und lückenhaft, dass wir es mit einem weiteren weißen Fleck zu tun haben. Gleichwohl war Gerlach ab dem 2. Dezember 1943 Leiter des Reichsforschungsrates. Er musste also eine Schlüsselstellung im Bereich wissenschaftlichen Arbeiten einnehmen, die für den Kriegsbedarf von Bedeutung waren. Zu dieser Zeit wäre ein Forscher, der sich mit Schmetterlingen oder der Volkskunst von Urvögeln befasste, doch nicht mit der Leitung der deutschen Forschung betraut worden. Die Wissenschaft spielt ja im Krieg eine besondere Rolle. Gerlach wird zwar oft mit Kernforschung in Verbindung gebracht, de facto war er jedoch nie an solchen Untersuchungen direkt beteiligt und hatte keine einzige Arbeit über Kernwaffen oder den Bau eines Atomreaktors veröffentlicht. Er war also ein weiteres Teil des Rätsels und seine Rolle musste praktisch von Grund auf erklärt werden. Während meiner mehrjährigen Suche ist es mir gelungen, an spärliche, jedoch ungemein wichtige Informationen über Gerlachs Forschungsarbeiten während des Krieges zu kommen. Zunächst stellte ich immer noch den Ausgangspunkt meiner Nachforschung dar. Informationen, also die ich 1997 bekam. Wie ich bereits erwähnte, war das Gesamtprojekt in 2 Segmente unterteilt. Ein physikwissenschaftliches und ein medizinisches, biologisches. Was letzteres betrifft, so war SS-Gruppenführer Prof. Dr. Ernst Grawitz wissenschaftlicher Mitleiter des Projektes und damit das Gegenstück zu Gerlach. Gleichzeitig war er Leiter für SS-Gesundheitswesen bei SS und Polizei, Leiter des Hygieneinstituts der Waffen-SS sowie Präsident des Deutschen Roten Kreuzes. Über seinen konkreten Beitrag zur Verwirklichung des Kronos-Laternenträger-Projekts ist nichts bekannt. Ich habe diese Spur im Übrigen nicht weiterverfolgt, da ich zu dem Schluss kam, dass es vielversprechender sein würde, sich auf die Rolle der anderen Person zu konzentrieren. In Bezug auf die SS-Generalität tauchte noch ein weiterer Name auf: SS-Brigadeführer Heinrich Gärtner. Er war für die Gewährleistung der Stromlieferung und womöglich auch für alle weiteren logistischen Angelegenheiten verantwortlich. Er war Leiter der wissenschaftlichen Forschungsgruppe im SS-Rüstungsamt. Ich war jedoch am meisten an den Physikern interessiert, da das wichtigste und womöglich schwierigste Problem die Interpretation der Funktionsweise des Gerätes, der Glocke, selbst war. Die Namen der Physiker konnten den Faden zur Lösung des Rätsels darstellen. Zum Glück sind die Personalien der Schlüsselpersonen aus diesem Kreis bekannt. Außer Professor Gerlach und der erwähnten Dr. Elisabeth Adler fiel auch der Name eines Physikers aus Darmstadt, der für die Analyse und Verwertung des zunächst rätselhaften Phänomens der Magnetfeldertrennung sowie die Entwicklung eines Hochspannungsgenerators für die Versorgung der Glocke zuständig war. Es handelte sich dabei um Dr. Kurt Debus. 1997 wusste ich nichts weiter über ihn. Es war jedoch offensichtlich, dass der Aufklärung seiner Rolle eine übergeordnete Bedeutung zukam. Dazu tauchten noch 2 Personen aus dem Hintergrund auf: Dr. Edward Tholen und Dr. Herbert Jensen. Der erstere soll früher in Peenemünde gearbeitet haben und war Erfinder einer extrem widerstandsfähigen Legierung, die bei der Konstruktion der V2 zur Anwendung kam. Er konnte also den grundsätzlichen Teil der Glocke entworfen haben, bei der aufgrund der Wichtigkeit des Projektes sicherlich nur Material hoher Qualität eingesetzt wurde. Das ist natürlich eine Vermutung. Genauso gut könnte Tholen an etwas anderem gearbeitet haben, wovon die Glocke nur ein Teil darstellte. Es ist mir nie gelungen, irgendwas über Tholen herauszubekommen, sofern er überhaupt so hieß. Aufgrund des Verhältnisses zwischen der mechanischen und thermischen Belastbarkeit auf der einen Seite und dem spezifischen Gewicht auf der anderen, ging ich von der Annahme aus, dass Titan oder eine Titanlegierung am geeignetsten wären. Allem Anschein zum Trotz und entgegen der Meinung vieler Personen verwendeten die Deutschen damals Titan in begrenztem Umfang. Es gelang mir, einen Bericht des britischen Nachrichtendienstes über die Arbeiten an Titan zu bekommen, die unter anderem von der Firma AEG durchgeführt wurden, von der wir wissen, dass sie am Kronos-Projekt beteiligt war. In meiner Kopie tauchte jedoch kein Name auf. Ein weiterer interessanter Aspekt, der sich aus den mir vorliegenden Informationen ergab, war die Frage nach den an diesen Arbeiten beteiligten Firmen und dem Entwicklungsort. Diese Informationen bezogen sich im Grunde genommen auf das finale Arbeitsstadium, das heißt ab Sommer 1944.
Bis zum November des erwähnten Jahres stellte sich die Lage wie folgt dar. Die Hauptlaboratorien befanden sich in Neumarkt in Niederschlesien, in der Nähe von Leubus und waren als Schlesische Werkstätten Dr. Fürstenau und Co. GmbH legendiert. In Wirklichkeit handelte es sich dabei um eine Einrichtung, in der geheime Forschung von der Firma AEG, Siemens und Bosch durchgeführt wurden, die auch alle Anlagen zur Verfügung stellten. In Bezug auf die Firma AEG fiel auch der Name des Ingenieurs Hellmann. Mit diesem Labor arbeiteten unter anderem die folgenden Einrichtungen zusammen. Heeresversuchsanstalt Nummer 10. Dabei handelte es sich um Laboratorien der Wehrmacht, zu dem am 1. November 1943 ein SS-Forschungsteam mit dem Decknamen B2 abdelegiert wurde. Eine unterirdische Einrichtung auf dem Gelände des Militärflughafens Breslau-Stabelwitz. Womöglich auch Forschungseinrichtungen und Laboratorien, die mit dem Kernforschungsprogramm in Zusammenhang standen und sich in Torgau, Dessau und Joachimsthal befanden. Diese Vermutung ist ausschließlich auf der Tatsache begründet, dass nach dem Krieg in den umliegenden Gebäuden der Lubiats viele Speditionsrechnungen und Passierscheine gefunden wurden, die die Namen dieser Orte enthielten. Aufgrund der Gefahr einer neuen russischen Offensive und aus anderen weiter unten beschriebenen Gründen wurde der Laborhauptkomplex im November 1944 nach Fürstenstein bei Waldenburg verlegt. Konkret handelte es sich dabei um eine kleine unterirdische Einrichtung in der Nähe der sogenannten Altburg, die sich unweit der großen Palastburg befand, welche bis vor kurzem den Fürsten von Ples gehörte. Dieser Ort befand sich in den Bergen weit ab einer möglichen Front. Wie sich herausstellen sollte, war dieser Umzug nur vorübergehend. Das Forscherteam wartete auf die Vorbereitung einer abschließenden Infrastruktur zu Forschungs- und Produktionszwecken. Es musste nicht lange warten. Der letzte Umzug erfolgte am 18. Dezember 1944. In den Quellen, die sich auf meinem Informant stützte, wurde lediglich angegeben, dass es sich um ein stillgelegtes Kohlenbergwerk in der Gegend von Waldenburg handelte, das zu militärischen Zwecken umgestaltet worden war. In der Nähe von Waldbrück-Züch gibt es nicht besonders viele Kohlenbergwerke, insbesondere die umliegende Gegend und nicht die Stadt selbst gemeint ist. Die Ermittlung, welches von ihnen zu anderen Zwecken als zur Kohlenförderung gedient hatte, gehörte zu einer der leichtesten Aufgaben. Darauf kommen wir jedoch später zurück. Um die Anfangsphase meiner Studie, die sich auf den Wissensstand von 1997 bezieht, zusammenzufassen und abzuschließen, gehe ich nun zu den verbleibenden Fragen über, und zwar zu den Quellen dieser Informationen und den Angaben über die Evakuierung des Projektes Ende 1945. Die Sudetenregion wurde von den Russen erst zwischen dem 7. und 10. Mai besetzt. Es zeigt sich, dass diese beiden Fragen zueinander in Verbindung stehen, da als Informationsquelle Offiziere fungieren, die für die Evakuierung zuständig waren. Wie bereits erwähnt, stellte eine militärische Dienststelle des Landesnationalrates die letzte der vielen Informationsquellen dar, die die 1940er Jahre betrafen. Konkret handelte es sich dabei um einen gewissen Major Walczak, der im Rahmen eines Spezialverfahrens Berichte über die wichtigsten Angelegenheiten für Präsident Bierut verfasste, ohne dafür etwaige Aufzeichnungen zu benötigen. Er erarbeitete mit der russischen Gegenspionage zusammen, kurz ZMERSH, konkret mit einer Spezialdienststelle mit dem Decknamen MIP. Nach einigen Jahren ereilte ihn das gleiche Schicksal wie seiner Fachkollegen und er starb unter ungeklärten Umständen. Die Dokumente sind jedoch erhalten geblieben. Die ersten Informationen über das Projekt kamen von der polnischen Militärmission in Berlin. Soweit ich mich erinnern kann, passierte das 1946. Zur gleichen Zeit nahmen in Deutschland die mit dieser Mission kooperierenden Beamten des Nachrichtendienstes einen gesuchten Offizier mit dem Namen Schuster in Gewahrsam, der falsche Papiere bei sich hatte. Diese bescheinigten ihm, ein Jude zu sein. Ich weiß nicht, ob es sich dabei lediglich um einen Glückstreffer handelte, aber die Verhöre brachten sehr Interessantes zutage. Sie wurden von Oberst Wladislaw Szymanski durchgeführt, der zu diesem Zweck die Garagen der ehemaligen Reichskanzlei in der Vossstraße nutzte. Er schrieb persönlich das Protokoll ohne Dolmetscher. Wie sich später zeigte, arbeitete er auch mit derselben Dienststelle des russischen ZMERSH-Nachrichtendienstes zusammen, was dazu führte, dass die Russen versuchten, die Sache zu übernehmen und sie auf der polnischen Seite zu vertuschen. Das brachte nicht nur Oberst Szymanski, sondern auch viele andere Personen ins Unglück. Im Laufe der Verhöre stellte sich heraus, dass es sich bei dem festgenommenen Juden in Wirklichkeit um SS-Sturmbannführer Major Rudolf Schuster,
Sohn von Johann, handelte, der ein Beamter des Amtes III im RSHA gewesen war. Ab dem 4. Januar 1944 war er für Transporte im Rahmen des SS-Spezialevakuierungskommandos ELF zuständig, das durch Karl Hanke, den Gauleiter von Niederschlesien, ins Leben gerufen wurde. Dieses Kommando führte Transporte unter dem Namen Landwirtschaftliche Düngemittel, Oskar Schwarz und Sohn durch. Später fand ich in den Archiven des Berlin Document Center eine Fotokopie des Dienstverlaufs, der Dienstverlaufskarte dieses Mannes, aus der sich ergab, dass er auch Beamter des Amtes für Spezialaufgaben beim SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt SSW-V-Amt war. Schuster war die Quelle der meisten Informationen, die auf den vorangegangenen Seiten dargestellt sind. Er sagte aus, dass Ende April 1945 eine Junkers Ju-390, ein Spezialflugzeug des KG-200-Regiments, Material über das Kronos-Laternenträgerprojekt mitnahm und Kurs auf den Fliegerstützpunkt Bodo in Norwegen nahm. Die Maschine war hellblau angemalt und als ein schwedisches Militärflugzeug gekennzeichnet. Vor dem Abflug wurde sie mit einer Plane abgedeckt und streng bewacht. Soweit ich mich erinnern kann, befand sich der erwähnte Flugplatz in der Nähe von Schweidnitz. Er war also etwa ein Dutzend Kilometer von Fürstenstein entfernt. In Norwegen übernahm SS-Obergruppenführer Jakob Sporrenberg die Aufsicht über den Transport. Auf diese Person kommen wir später zurück. Schuster liefert auch Informationen über seinen direkten Vorgesetzten, den Leiter des SS-Spezialevakuierungskommandos ELF. Trotz intensiver Bemühungen nach dem Krieg konnte er nie gefasst werden. Es handelt sich um den SS-Obersturmbannführer Otto Neumann. Er war Beamter des Amtes RSHA und ab dem 28. Juni 1944 Leiter des ELF-Kommandos mit Sitz in Breslau. Es wurde ermittelt, dass er sich nach dem Krieg unter verschiedenen Namen versteckt. Hans Hildebrand, Hans Ehrlich und Jakob von Ness, holländischer Bürger. 1954 wurde er in Rhodesien gesichtet, 1964 in der Schweiz. Neumann wäre sicherlich eine unschätzbare Informationsquelle gewesen. Er war einer der wichtigsten Personen, die an der Durchführung der sogenannten Operation Regentröpfchen beteiligt gewesen war. Sie wurde von Bormann in die Wege geleitet und hatte zum Ziel, die wertvollsten Ressourcen des Dritten Reiches zu evakuieren, damit sie später für den Wiederaufbau von Deutschlands Potenzial genutzt werden konnte. Ab dem 28. Juni 1944 war er unter anderem Kommandeur für Spezialevakuierung im Bezirk Nord, das heißt in Norwegen. Es handelte sich dabei um die sogenannten nördlichen Evakuierungsroute, die durch die skandinavischen Länder führte. Die südliche Strecke führte durch Italien und Spanien. Am 11. Mai wurde Sporrenberg von den Engländern verhaftet und verhört, weil sie ihm unter anderem verdächtigten, die Operation Elster im März des gleichen Jahres geleitet zu haben, die den Versuch betraf, New York mit V1-Geschossen unter Beschuss zu nehmen. Die Raketen sollten durch U-Boote abgefeuert werden und beinhalteten wahrscheinlich biologische Kampfstoffe. Auf Sporrenberg lasteten jedoch viel schwerere Anschuldigungen, denn er soll an früheren Völkermordverbrechen in Polen beteiligt gewesen sein. Deshalb wurde er bald nach Polen deportiert. Die Prozessvorbereitung und der Prozess selbst nahmen mehrere Jahre in Anspruch. Aufgrund einer sehr konkreten Gefahr, der ihn erwartenden Todesstrafe, redete Sporrenberg gerne und viel, da er hoffte, damit sein Leben verlängern zu können. War von vornherein bekannt, auf welche Sachverhalte Nachdruck gelegt werden musste. Es wurde sehr viel Informationen gesammelt, die jedoch vorwiegend nicht in die Prozessakte einflossen und als streng geheim zu besonderer Verwendung eingestuft wurden. Im Dezember 1942 wurde das Urteil ausgesprochen und bald darauf die Todesstrafe offiziell vollstreckt. In Wirklichkeit jedoch wurde einen Tag vor der geplanten Vollstreckung mittels operativer Maßnahmen alle Personen ausgetauscht, die bei der Urteilsausführung anwesend sein mussten. Und statt Sporrenberg wurde ein Kapo vom KZ Stuttdorf hingerichtet. Sporrenberg wurde indessen mit einem Flugzeug in die UdSSR gebracht. Wahrscheinlich lebte er dort nicht lang. Alleine schon aufgrund der Tatsache, dass eine Fluchtmöglichkeit mit 100%iger Sicherheit ausgeschlossen werden musste. Sporrenberg muss das jedoch vorausgeahnt und durch seinen Anwalt die Familie benachrichtigt haben, da in den 1960er Jahren Gesuche um seine Freilassung empfangen wurden. Rudolf Schuster starb plötzlich 1947 unter ungeklärten Umständen. Wenn er tatsächlich verstarb. Oberst Szymanski, der ihn verhörte, starb bald nach Abschluss der Ermittlungen samt einer Gruppe von Zeugen bei einem Flugzeugunglück. General Jakob Prawin, sein Vorgesetzter und Leiter der polnischen Militärmission in Berlin, kam 1950 zu Tode. Soweit ich mich entsinnen kann, stürzte er auf sein Boot und verstarb. Major Walczak kam bei einem Autounfall ums Leben. Präsident Bierut begab sich auf die Dienstreise nach Moskau, wo er plötzlich erkrankte, verstarb
und in einem Sarg nach Polen zurückkehrte. Die Russen übernahmen die gesamte Angelegenheit und durchtrennten alle Fäden. In Polen blieben lediglich Spuren zurück. Ihre Beseitigung war weder möglich noch unerlässlich. Diesen Umständen kam ich bei den Nachforschungen zunächst nicht weiter. Es ist möglich, dass unsere östlichen Nachbarn über ein relativ vollständiges Bild des Problems verfügten. Bei uns war jedoch niemand in der Lage, das Funktionsprinzip der Glocke zu beschreiben oder zu erklären, warum dieses Gerät für so bahnbrechend gehalten wurde. Schaltet auch demnächst wieder ein. Es geht spannend weiter auf der Suche nach dem letzten Geheimnis des Dritten Reiches.